Ja, einen schönen guten Mittag, liebe Freunde. Heute haben wir hier ein ganz spezielles Auto, und zwar den schärfsten Porsche 356, der jemals gebaut wurde. Das Auto ist am 18. April 1962 zur Welt gekommen als 2 Liter GS, also als Carrera 2. Sind heute sehr, sehr teuer, die Autos, nur sehr, sehr selten, gibt nur wenige 100 Stück. Dieser hier ist in einem super Zustand. Der hat ein bisschen länger gestanden, deswegen müssen wir den sachter einfahren jetzt. Aber das Tolle und das Besondere an dem Wagen ist, er hat ein Original-Schiebedach. Da gab es nur 27 Autos von. Und ich sag mal, ein 356 Carrera mit dem Original-Schiebedach zu fahren, ist natürlich klasse. Des Weiteren hat der Wagen eine absolut tolle Ausstattung, also wirklich in gutem Zustand. Erkennen kann man ihn hier am 250 Stundenkilometer Tacho. Das haben die normalen 356er ja gar nicht gehabt. Die sind also höchstens 175 schnell gewesen. Er ist 200 Stundenkilometer schnell gewesen. Und die Maschine, die wir hier haben, das ist der berühmte Fuhrmann-Motor. Der ist auch im Porsche 904 gewesen oder im 550 Spider. Und ihr wisst ja, dass solche Autos heute Millionen kosten. Und diese Maschine hat den hier auch angetrieben. Der Punkt, oder das ist wichtiger bei dem Motor, ist eigentlich, dass es nichts für Dauervollgas auf der Autobahn, da macht er die Fuhrmann-Maschinen kaputt. Aber wenn der schön warm ist und es dauert einen Moment, weil er ja 8 Liter Öl hat, könnt ihr richtig Gas geben mit dem Auto. Das ist was für Kurzstreckenrennen, ist ein reines Sportgerät. Könnt ihr auch ein bisschen hier erkennen, Nadi-Lenkrad hier vorne hat er auch. Und es ist ein Wagen, der richtig losgeht. Also dreht bis über 6000 Umdrehungen, könnt ihr sehen hier vorne an dem Drehzahlmesser. Sind an dem Auto eben viele, viele Details vollkommen anders als an der normalen Serienversion. Und ein 2 Liter GS gehört eigentlich in jede Sammlung. Ist was Tolles. Was mir besonders gut gefällt bei dem Auto, er hat eine super Farbe. Er ist dunkelgrün, hat schwarzes Leder und nun hat er hier zwar Sportsitze, auf denen wir sitzen, hat aber die Originalsitze vorhanden, also die gibt es zum Auto. Kann man sich wieder ändern, aber wie man hier drin sitzt, ist wirklich klasse. Zumal er auch Kopfstützen hat, das ist wichtig bei so einem Auto. Oh ja, geht aber ganz anders als ein normaler SC, das spüre ich jetzt so schon. Beim ersten Mal so ein bisschen treten, da kommt richtig Druck. Also das hier ist ein richtig feines Sportgerät. Kommt übrigens aus einer prominenten Sammlung. Ist jemand, der sehr, sehr viele erstklassige Autos hat. Und ich habe das große Glück, dass ich immer wieder mal 1 bis 2 Top-Autos aus der Sammlung bekomme, einmal im Jahr. Und das ist jetzt wieder mal so ein Wagen, der ist gerade gestern hier angekommen. Ist ein super Gerät, man merkt, aber er ist nicht ganz frei. Oh ja, da kommt was. Schaltet sich hervorragend. Auto hat übrigens eine ganz tolle Historie, ist also eine deutsche Erstauslieferung und ist dann vor 10 Jahren von der Firma Capricorn, ganz bekannte Mönchengladbach, Robertino Wild kenne ich gut, macht exzellente Arbeit, hat die Maschine gemacht hier. Jahre zuvor ist das Auto schon mal revidiert worden, auch Karosserie und alles. Also der Wagen zeigt sich in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand und das merkt man auch, wenn man ihn fährt. Vor allem hat er ja einen tollen Sound, ne? Der klingt ja richtig klasse. Also das ist so das Sportgerät der 60er Jahre. Und 200 Stundenkilometer mit dem Porsche damals zu fahren, das war was. Damit haben sie ihren Ruf begründet mit solchen Autos hier. Kann man nicht anders sagen. Er fährt sich sehr gut. Also wer von euch das Käfer-Feeling kennt, das Feeling hat man hier auch. Aber man hat hier richtig einen brüllenden Motor da hinten drin, wo man merkt, dass der richtig Kraft hat. Der hat übrigens 2 Liter, ist ein 4-Zylinder Boxermotor und leistet 130 PS. Aber dadurch, dass das Auto nur 1010 Kilo wiegt, also 1000 Kilo kann man sagen, geht er natürlich nach vorne, ne? Oh, cooler Sound. Voll cooler Sound. Ja, echt ein schickes Auto. Ja, wir haben heute schönstes Ende Aprilwetter, also wirklich Frühlingswetter. Und da macht es natürlich einen Riesenspaß, mit so einem Porsche unterwegs zu sein. Ist auch relativ wenig Verkehr. Also schaltet sich klasse, bremst sich klasse. Übrigens ganz interessant, der Porsche 356 Carrera, also unser Auto, hat die ersten Scheibenbremsen gehabt von Porsche. Es ging 1962 los. Und zwar
Die waren noch ein bisschen anders konstruiert als die anderen. Die griffen von hinten so rum. Und da ging es los überhaupt mit Scheibenbremsen. Aber ist klar, wenn man so einen schnellen Wagen hat, Trommelbremsen, der muss Scheibenbremsen haben. Hatte der, wie gesagt. Oh, fährt schön, ne? Oh ja. Macht Spaß hier mit dem offenen Schiebedach. Ist übrigens elektrisches Schiebedach, was er hat. Also wirklich ein schönes Auto. Das macht es zur Rarität und ein 2 Liter Carrera ist halt was Besonderes. Wer Porsche-Freak ist und eine Porsche-Sammlung hat, da ist so ein Wagen ein Muss. Man muss da aufpassen, die müssen technisch in einem guten Zustand sein. Wenn die das nicht sind, kostet das sehr, sehr viel Geld, das in Ordnung zu bringen. Aber er ist hier in einem guten Zustand technisch, das spüre ich. Das weiß ich auch, aus welcher Sammlung der Wagen kommt. Ich mache jetzt aber noch mal ein bisschen zu, weil das zieht ein bisschen. Schiebe das zu. Ja, man sitzt hier drin wie in einem VW Käfer, hat aber eine sehr direkte Lenkung. Bremsen sind gut, bremst geradeaus. Ja, herrlich. Also ich bin mal so kleinere Probefahrten im Porsche Carrera gefahren, aber wir wollen ihn ja heute ein bisschen besser fahren. Das habe ich bisher nicht gemacht. Und einen Film haben wir vom 2 Liter Carrera auch noch nicht gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob es bei YouTube eigentlich einen Carrera-Film gibt. Werden wir dann ja sehen, aber wir haben ja meistens sehr hohe Aufrufzahlen. Die Filme werden ja bei uns 50, 60, 100.000 Mal geklickt. Also es wird sicher sehr spannend sein, auch wieder ein Zeitdokument, wo man sieht, wie ein originaler, echter, wirklich guter 2 Liter Carrera läuft. Ja, das ist unser 2 Liter Carrera in einem wirklich ganz, ganz tollen Zustand. Ihr könnt sehen, er hat neuwertige Chromfelgen, er hat die breiten Räder, aber die auch das Profil, was da drauf gehört. Das Auto ist im Detail wirklich klasse restauriert. Wir haben auch das Originalzertifikat von Porsche, das zeige ich euch später mal. Schaut mal hier, was der für ein tolles Spaltmaß hat. Also der Wagen ist wirklich exzellent gemacht. Auch der Lack ist hervorragend bei dem Auto. Er hat dieses wunderschöne dunkelgrün, was mir total gut gefällt. Und es ist eigentlich egal, wo man da guckt, ob man beim Chrom guckt oder ob man bei den Stoßstangen guckt. Der Wagen ist überall in einem hervorragenden Zustand. Also ich sag mal, das ist für mich mindestens eine 2+, sagen wir mal so. Schaut euch mal das Spaltmaß an. Autos haben ja früher oft Rostprobleme gehabt. Die gingen dann hier vorne durch. Aber seht euch das mal an, was das eine hervorragende Arbeit ist. Also ich glaube, besser kann ein 2000 GS Carrera im Zustand nicht sein als der Wagen hier. Und ich persönlich finde, es gibt ja viel in Weiß oder in Rot. Das sind so Porsche-Farben, die mir gar nicht mehr so gut gefallen. Aber ein dunkelgrün und dann auch hier vorne mit dem originalen Schiebedach, was er ja hat, schaut euch das mal an, ist ja die absolute Rarität. Es sind nur 27 Stück davon gebaut worden. Ja, und dann dieser klasse Zustand. Ich zeige euch jetzt mal die Maschine hinten drin. Porsche Carrera 2, da steht es übrigens hinten drauf. Mit den breiten Auspuffrohren, das ist richtig. Schaut mal hier, das ist der berühmte Fuhrmann-Motor mit 130 PS. Wenn euch so ein Motor kaputt geht, kostet über 100.000. Sieht natürlich völlig anders aus als ein normaler 356C oder SC mit 95 PS. Maschine von Robertino Wild gemacht. Also der Mann hat wirklich einen Namen, der weiß, was er tut, hat eine irre Firma. Ich habe ihn das kürzlich besucht, da hat er mir alles gezeigt. Also besser kann man eine Maschine nicht aufarbeiten als dort. Das ist hier alles gemacht. Man kann fast sagen, dass das neuwertig ist. Auch hier, wenn man sich mal die Lichter, schaut euch das mal an hier. Das hat ja alles eine Qualität hier. Das ist also schon wirklich ganz, ganz besonderes Auto. Also besser kann so ein Wagen nicht sein, wie ich meine. Auch hier, schaut euch das mal alles an, ja, wie das gearbeitet ist. Auch der Lack, allererste Klasse. Allererste Klasse. Ja, tolles Sportgerät. Guck mal, das muss man filmen hier so. Ja, geht schon richtig zur Sache, der Wagen.
Ja, also was ich euch sagen kann, jetzt sind wir so ungefähr 12 Kilometer bisher gefahren mit dem Wagen. Ich bin dabei, zum richtigen Carrera Porsche-Fan mich zu entwickeln. Das Auto läuft wirklich toll. Der rauscht gut los, hat einen tollen Sound. Man merkt aber auch, dass alles gemacht ist an dem Wagen. Das ist ein richtiger Sportwagen. Ein richtiger Sportwagen. Ich meine, kosten diese Autos, die kosten zwischen 500 und 750.000 Euro, je nach Zustand. Nur ist es ganz, ganz wichtig, kauft euch nur ein wirklich gutes Auto. So halb gute Autos, da gehen sofort 200.000, 300.000 Euro weg. Und dann habt ihr immer noch keinen perfekten Wagen. Und eins kann ich sagen, also das Auto ist wirklich klasse hier. Der geht gut, der hat einen tollen Sound, der hat schönen Druck, der hat eine tolle Leistung. Und man hört das, glaube ich, auch. Ne? Ah, da kommt was. Das hört sich richtig gut an. Also das Ding richtig gut nach vorne. Schönes Auto, macht Spaß zu fahren damit. Er schaltet sich auch gut. Er hat ganz kurze Schaltwege. Hier die Schaltung ist ja direkt rechts neben dem Knie, also geht gut voran. Also damals wusste man schon ergonomisch, wie man sowas bei Porsche richtig platziert. Ah, da haben die ihren Ruf her. Das haben die gleich richtig gemacht. Tollen Sound. Also man merkt, man sitzt in einem richtigen Sportwagen. Und 1962 war das ja das Nonplusultra. Es gab natürlich noch einen 300 SL, das war dieser Supersportwagen. Aber so für Porsche war das damals eine ganz tolle Geschichte hier. Ja. Ja, da sind die Alpen vor uns. Das ist natürlich heute allerschönste Kulisse. Das kann natürlich Hamburg nicht bieten. Wir haben hier schon die saftigen grünen Wiesen für unsere tollen Milchkühe und da oben noch Schnee. Also wer dahinter fährt, der ist in Kitzbühel, der kann jetzt noch die Berge runterjodeln. Es geht noch. So ab 2000 Meter hat es ja noch Schnee. Aber wir nutzen das heute hier für eine absolute verschärfte Probefahrt. Dann kann ich euch sagen, das macht wirklich richtig Spaß. Gerade mit so einem Wagen, der fährt ja so ähnlich wie ein Go-Kart. Und also wenn man überlegt, 130 PS ist ja gar nicht viel mit 2 Litern. Aber das war hier eine ganze Menge. Ah, 100, wir fahren 100, mehr fahren wir gar nicht. Ah, ich glaube, das wird ein schöner Fahrfilm, ne? Ja. Vor allem mit 2 Liter Carrera ist ja ein sehr seltenes Auto. Und einen Fahrfilm vom 2 Liter Carrera habe ich noch nie gesehen. Also es dürfte wieder was Besonderes werden. Auto haben wir erst vorgestern bekommen, der ist ganz frisch bei uns. Haben wir gleich vom Laster geholt, gleich gesagt, komm, müssen wir einen Film machen. Jetzt haben wir so schönes Wetter hier. Das passt natürlich. So. Oh, man merkt aber, dass er nach außen drückt. Tja. Ja, das ist ein richtiges Sportgerät. Aber wie gesagt, also Dauervollgas verträgt er nicht auf der Autobahn. Wollen wir den 911er jagen? Einen 911er jagen. Naja, dann sieht die hinterher da, ne? Aber hier kannst du dich überholen. Ja, das ist der Enkel von ihm da vorne. Tja, Porsche 356 Carrera von 1962. Auto ist übrigens fast auf den Tag 50 Jahre, Entschuldigung, 60 Jahre alt. Nee, Quatsch. 60. Ja, doch, ja. 60, ja klar, 60 Jahre alt, Wahnsinn. Also macht einen Heidenspaß hier mit durch die Alpen zu fahren. Das kann ich auch wirklich empfehlen. Man hat dieses absolute Käfergefühl, aber der liegt auch gut auf der Straße hier. Das ist ein richtiges Sportgerät. Macht richtig Laune mit dem Wagen. Also die Sammlung, aus der das Auto kommt, da gibt es alleine 3 Mechaniker. Das ist eine höchstkarätige Sammlung. Und die gucken also täglich nach ihren Autos. Sind immer klasse. Ich habe schon mehrere Autos aus der Sammlung verkauft. Immer nur top. Toller Wagen. Also wirklich. Ja, was ich euch ja eben gerade schon gesagt habe, der Wagen, der hat Sportsitze, könnt ihr hier vorne sehen. Das sind nicht die Originalen, aber das passt zum Auto. Da sitzt man super drin, hat auch die Sicherheitskopfstützen. Die Originalen sind aber vorhanden, die haben wir zu dem Auto.
Aber ich würde die drin lassen, man hat die echten ja dabei. Und ansonsten ist, ob das jetzt die Türverkleidung ist hier mit den Kurbeln, der gesamte Chrom, das ist alles tipptopp im Zustand. Das könnt ihr hier auch an den Einstiegen sehen. Das ist die Originalschlinge, der Teppich gehört da rein. Also das Auto ist im Detail erstklassig restauriert. Und ihr seht das hier, was der für ein Spaltmaß hat, was der für einen tollen Lack hat. Also besser kann so ein Auto eigentlich nicht sein. Das geht eigentlich nicht. Und ich muss sagen, ich habe Carrera schon 6 oder 7 Stück verkauft. Das ist der beste. Ich habe noch nie einen besseren gehabt. Wir haben das Porsche-Zertifikat hier, ist auch dabei. Naja, und dann, also ob das die Reifen sind, ob das die Chromfelgen sind, die gesamte Karosserie, die ist wirklich absolut erste Klasse. Schaut euch das mal an, das ist doch ein Gedicht von einem Auto. Und das hier heute bei den schönen Blumenwiesen, das passt sogar die gelben Blumen zum dunkelgrün. Also ich sag mal, besseres Foto kann es doch vom Carrera 2000 GS überhaupt gar nicht geben. Also ihr merkt, das begeistert mich, es ist eine Fahrt, die mir echt Spaß gemacht hat eben. Und ich werde mit dem Auto, wäre ich gern noch viel weiter gefahren. Nur ich weiß halt eben, Fuhrmannmotor immer schön aufpassen. Der ist zwar klasse gemacht von Capricorn, das spüre ich. Aber kann man kaputt machen, wenn ich jetzt 300 Kilometer bis nach Kassel fahre und immer nur 190 ist der kaputt. Das darf man nicht machen. Den könnt ihr hier Kurzstrecke fahren, vielleicht Mittelstrecke, aber immer hoch und runter, auch gern richtig Stoff geben. Das macht dem nichts, aber Vorsicht. Ist eine reine Rennmaschine, ist auch von Renn-Porsches bewegt worden, vom Porsche 904, vom 550, das wisst ihr ja, Spider. Das hat diese Autos angetrieben, das ist das, was da hinten drin ist. Ja, war eine super schöne Probefahrt. Also hat mir einen riesen Spaß gemacht, weil das Auto geht besser, als ich gedacht hätte. Und vor allen Dingen hat er so einen tollen Zustand. Hier könnt ihr auch hier sehen, ist alles neu, alles erstklassig restauriert. Das ist ein echter 356 Carrera GS 2000. Wir haben das Zertifikat darüber. Das Auto ist klasse restauriert. Er fährt genauso gut, wie er aussieht. Und das ist wirklich ein absoluter Tipp von mir. Steht hier jetzt in Beuerberg, haben wir gerade bekommen. Tolles Auto, macht einen riesen Spaß zu fahren damit. Also mir auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, hätte ich dem Wagen nicht zugetraut, dass der so zur Sache geht. Also von den 130 PS habe ich das Gefühl, das wären 200. Ja Jungs, also war ein spannender Film. Ja, bedanke mich bei euch, hoffe es hat euch Spaß gemacht. Heute beim 2 Liter Carrera ist auf jeden Fall was Besonderes, eine Rarität. Ja, und ich verabschiede mich bis zum nächsten Film, da freue ich mich immer schon wieder drauf. Das Wetter ist ja nur noch schön. Macht's gut, euer Stefan Luftschütz und ciao.